müssen einfach nur die Begeisterung für unseren Beruf mehr nach außen tragen. Die Werkzeugmaschine letztendlich ja das Rückgrat, der Ursprung aller Produktionstechnologie ist. Ein Highlight in dem Jahr, wo eine EMO stattfindet, insofern auch dieses Jahr. Herzlich willkommen zu Voice of CNC, dem Podcast der Industrie Arena. Ich bin Kai Matthias und ich freue mich sehr, Herr Dr. Hering zu unserer zweiten Folge begrüßen zu dürfen. Dem Podcast, wo wir über Innovationen, über Einblicke in die Branche und auch über viele Details hinter den Kulissen sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Herr Dr. Hering, und hoffe, dass die Anreise angenehm war. Ich habe schon gehört, nördlich von Frankfurt bis hier ins Rheinland gefunden. Hat alles gepasst. Ja, ich bin zur richtigen Zeit gefahren. Insofern, die Autobahn war nahezu frei. Ich bin problemlos hergekommen. Gute 1,5 Stunden. Alles gut. Hab die Zeit genutzt, um zu telefonieren. Bin insofern schön langsam gefahren. Hoffentlich an der jeweils richtigen Stelle auch langsam genug. Alles gut. Ja, von Frankfurt aus kann man in die eine oder andere Falle tappen, aber auf jeden Fall schon auf dem Weg produktiv gewesen. Das ist doch sehr, sehr schön. Und wir wollen auch über Ihren Arbeitsalltag sprechen, über Ihre Rolle, über den VDW sprechen, über, sagen wir mal, viele Herausforderungen, die jetzt sagen wir mal, anstehen und auch über die nächsten Messen. Die EMO steht vor der Tür und da wollen wir heute mal einen kleinen Einblick gewinnen, auch für alle Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen. Ja, aber wie gesagt, Sie sind schon sehr, sehr viel unterwegs wahrscheinlich, wie ich das vermute. Und gibt es denn so eine Sache, die, wenn Sie unterwegs sind, auf keinen Fall fehlen darf? Auf jeden Fall, das Handy darf nicht fehlen. Wahrscheinlich. Das ist sozusagen das Naheliegende. Klar, im Normalfall, wenn ich unterwegs bin, habe ich auch immer meinen Rucksack dabei. Das ist so das kleine Paket, wo man die Dinge, die man so ständig braucht, reinpackt. Das sind die beiden wesentlichen Dinge eigentlich. Ja, also ich glaube, ohne Handy kommt man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr aus, vor allem wenn man sehr, sehr viel unterwegs ist. Und um direkt zu Beginn mal mit der Tür ins Haus zu fallen, wir bitten nämlich alle unsere Gäste, vielleicht so ein kleines Mitbringsel mitzubringen und etwas, was sie entweder mit dem Unternehmen verbindet oder was Persönliches mitzubringen. Und ich habe mir sagen lassen, sie haben uns auch was ganz Kleines mitgebracht, ob wir da vielleicht mal einen Blick drauf werfen dürfen. Können wir gerne tun. Da muss ich mal einmal hier drüber schauen. Oh, große Tasche. Große VDW-Tüte. Große VDW-Tüte, genau. Mit Inhalt. Ich schieb's mal so rüber. Ah, sehr schön. Darf ich das schon mal so ja, zu mir rübernehmen? Genau, am besten die Plastikfolie noch abmachen. Ja. In verschiedenen Farben. Ich halte das mal so in die Kamera. In einem frischen Grün, in Rot, in Blau, in den Emo-Logo-Farben. Wenig überraschend. Wow. In den Emo-Farben, genau. Da hat sich aber wirklich mal jemand... Wahnsinn. So. Also sehr, sehr schick. Ich als leidenschaftlicher Kaffeetrinker ist das, glaube ich, genau das Passende, was man hier bei uns entweder beim Podcast oder im Büro gebrauchen kann. Deswegen jetzt für die nächsten Aufnahmen wissen wir schon, steht hier schon eine wunderschöne bunte Emo-Tasse hier. Vielen, vielen Dank. Gerne. Sehr, sehr schön. Und damit wir vielleicht auch mal ein bisschen Sie kennenlernen können, haben wir noch so ein paar kleine, schnelle Fragen, bevor wir an die ernsten Themen gehen. Ja, und die Tasse, die passt sogar ganz gut dazu. Da kommt nämlich gleich was. Nämlich fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Eher Kaffee oder eher Tee? Eher Tee. Eher Tee tatsächlich. Ja. Ach, Wahnsinn. Also ich bin ja so ein richtig leidenschaftlicher Kaffeetee, aber so schwarzer Tee, um doch noch wach zu werden, oder eher so ein Kräutertee-Typ? Nee, schon schwarzer Tee. Ich habe früher viel Kaffee getrunken. Ich vertrage das vom Magen nicht wirklich gut mit der Säure da drin und das ist der Grund, warum ich keinen Kaffee mehr trinke. Ja. Ansonsten habe ich immer gerne Kaffee getrunken. Ja, aber verständlich. Also haben viele mittlerweile. Ne? Ja. Also vor allem, wenn man den immer schwarz getrunken hat oder Espresso getrunken hat. Ja, das kann manchmal. Dann guck, die haben wir schon mal. Wissen wir schon mal, dass hier für die Grüntassen schon mal eher ein leichter grüner Tee reinkommt, statt einem starken Espresso bei Ihnen. Und wenn wir mal in die Branche reingehen, eher Fräsmaschine oder eher Drehmaschine? Ich werde den Teufel tun und mich jetzt für eine Richtung entscheiden. Insofern sage ich, Lieblingsmaschine ist die Werkzeugmaschine. Aha, also. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Sind Sie eher der Papiertyp oder arbeiten Sie viel mit Tablet? Naja, ich habe ja den Hintergrund Druck- und Papiertechnik, das, was ich früher gemacht habe. Insofern habe ich, wenn es darum geht, Dinge zu lesen, schon lieber Papier und ein gedrucktes Format. Gerade beim Bücherlesen, wenn man so abends noch mal was lesen will oder
Auch wenn man unterwegs ist, habe ich immer ein Buch dabei, lese es nicht vom Tablet. Was Arbeiten betrifft, ist schon das Bevorzugte eigentlich, das digital zu machen. Ja, also witzigerweise ticke ich da ähnlich. Ich bin noch so ein Purist, ich mag das Gefühl von knisterndem Papier in der Hand. Auch so viele, die mich von einem E-Book-Reader überzeugen wollen im Urlaub, ist ja auch praktisch, aber ich mag es wirklich dann so ein dickes Buch in der Hand zu haben, auch im Urlaub. Es gibt noch einen Punkt, was mir in der Tat schon oft passiert ist. Ich habe schon relativ oft im Flugzeug mein Buch vergessen. Und besser ein Buch vergessen als ein E-Reader vergessen. Ja, das stimmt. Oder das Tablet im schlimmsten Fall. Ja. Aber beruflich ist es, glaube ich, wenn man mal über die Messe schlendert, mal einfacher, das Tablet mal auszupacken. Ne? Oder mal ein schnelles Foto zu machen mit dem Handy oder Stimmt. was auch immer. Also insofern, beruflich ist es eher das Digitale, aber privat ist es schon auch nochmal gerne was Gedrucktes, gerade wenn es ums Lesen geht. Ja, das ist doch ein guter Mix aus Innovation und noch so ein bisschen nostalgischem Purismus, wenn es darum geht, das Lieblingsbuch zu lesen. Sehr, sehr gut. Dann noch eine prekäre Frage. Hannover oder Mailand? Hannover oder Mailand? Das ist eine schwierige Frage. In dem Fall natürlich Hannover, weil es für uns sozusagen der Ort der Emo ist und Mailand ist der Ort, wo die Kollegen die Emo veranstalten. Da ist mein Favorit klar. Dann auf jeden Fall Hannover, sehr gut. Sind Sie ja der Frühaufsteher oder so ein bisschen Morgenmuffel? Ich stehe morgens gerne früh auf, mache ich auch zu Hause, gerade im Sommer, wenn es dann schon hell ist. Aber ich habe dann auch gerne morgens meine Ruhe und sitze mal eine Stunde auf der Terrasse in der Sonne. Das ist schon, weiß ich zu genießen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und als letzte kleine Frage, sind Sie eher der Typ, der von Null an was Neues aufbaut oder sind Sie eher ein Optimierer? Ich habe in meinem Leben eigentlich immer beides gemacht. Aufbauen ist super spannend, ist interessant, aber ich glaube immer, man muss die Dinge, die man aufbaut, auch weiterbringen im Laufe der Zeit. Und wenn man gerade jetzt im Beruflichen, im Privaten gilt es aber eigentlich auch, Dinge ja längere Zeit betreut und betreibt, dann gibt es auch immer die Chance, weiter zu optimieren. Insofern, es ist beides wichtig. Die gute Mischung macht es wahrscheinlich, ne? Ja, dann schon mal vielen, vielen Dank, dass wir hier so einen kleinen, kurzen Einblick gewinnen können. Vor allem sind die Fragen ja auch ein bisschen darauf abgezielt, um so ein bisschen auch Ihre Rolle, die jetzt mittlerweile schon über einem Jahr, anderthalb? Zwei fast, ja. Beim VDW und die Rolle und die Vision, die Sie für den VDW haben, vielleicht mal ein bisschen da einzusteigen und aufbauen und optimieren. Ich glaube, das ist ein stetiges Thema, was man wahrscheinlich hat, wenn man so eine Rolle inne hat. Also von Dinge neu denken, Dinge nach vorne bringen, aber auch nicht übers Knie zu brechen, zu sagen, ich revolutioniere jetzt alles und alles, was vorher war Kacke und jetzt müssen wir das alles ganz anders machen. Und da, glaube ich, die Balance zu finden, das ist wahrscheinlich in so einer Rolle relativ spannend und auch herausfordernd. Also könnte ich mir vorstellen. Ja gut, das ist natürlich für alle, die irgendwo in Verantwortung stehen, ein ständiges Thema, weil Rahmenbedingungen sich verändern. Und man muss eigentlich jede Organisation ständig an die sich ändernden Rahmenbedingungen, an die Anforderungen anpassen, weiterentwickeln. Ja. Manchmal auch vorangehen, weil wenn man vorangeht, man natürlich auch Dinge aktiv verändern kann. Ich glaube, es ist falsch, wenn man nur reagiert. Man muss auch durchaus agieren und selber Akzente setzen. Und das ist dann auch wieder beides. Es ist sowohl Weiterentwickeln des Bestehenden als auch neue Impulse, neue Ideen reinbringen. Und ich glaube, es ist nie sinnvoll, alles über Bord zu werfen, was man vorher hatte, weil auch für eine Organisation wie den VDW ist natürlich das, was die Organisation ausmacht mit der langen Historie, die wir haben, einfach ganz wichtig, das, was war, mitzunehmen als Basis. Sozusagen, da sind wir verwurzelt, aber durchaus, um beim Baum zu bleiben, neue Triebe entwickeln, neue Äste entwickeln, dahin, wo das Licht ist sicherlich auch sinnvoll und richtig. Ja, verstehe ich sehr gut. Gab es denn so in den fast jetzt letzten 2 Jahren so schon so ein Aha-Moment nach dem Motto, oh, das hätte ich nie gedacht, dass die Rolle das mit sich bringt oder dass mich das vor solche Herausforderungen stellt oder dass ich solche Möglichkeiten habe, da was anzupacken oder was in die, also sowas wie so ein, oh, das hätte ich aber nicht gedacht. Also da ich ja schon fast 20 Jahre in der Geschäftsführung eines Verbandes bin, hat mich das jetzt nicht wirklich überrascht mit dem, was da passiert. Ich ja auch meinen Vorgänger viele Jahre kannte und wir immer wieder auch miteinander zu tun hatten und ja auch ein gemeinsames Jahr fast noch verbracht haben im VDW. Also Wilfried Schäfer ist ja dann erst Ende 24 ausgeschieden. Insofern gab es wenig wirklich echte Überraschungen, sondern es sind eher so die kleinen Dinge, wo man Dinge anpassen will und irgendwann versucht man natürlich dann auch mal so ein bisschen die eigene Note einzubringen, aber dass ich jetzt sage, boah,
hätte ich nicht gedacht oder toll, dass es das gibt. Diesen Moment habe ich noch nicht gehabt. Ich hoffe, er kommt auch so nicht, weil aha heißt ja immer, man ist nicht vorbereitet und eigentlich möchte ich ja vorbereitet sein auf das, was auf mich zukommt. Ja, nee, cool. Ja, ich hatte gedacht, vielleicht gibt es so ein paar Themen, wo Sie vorher vielleicht sagen, ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht, wo Sie gesagt haben, oh, das hätte ich ganz anders erwartet oder irgendwas, was mich Sie positiv überrascht hat. Ach, hier funktioniert zum Beispiel gerade bei den Werkzeugmaschinenfabriken was ganz anders grundsätzlich als in der Branche, wo Sie vorher waren. Ob irgendwas positiv oder negativ war, wo Sie gedacht haben, oh, das aber eigentlich grundsolide. Ich meine, Rahmenbedingungen, Themen, die wir spielen, sind natürlich alles auch Themen, die in anderen Branchen eine Rolle spielen. Sowas wie Nachhaltigkeit, sowas wie Energieverbräuche. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind im Moment für alle auch gleich und insofern sitzen wir da alle im gleichen Boot und da gibt es wenig Überraschungen, wo man sagt, boah, das hätte ich nie gedacht. Was man natürlich hat jetzt mit Themen zu tun, mit denen man vorher nicht konfrontiert war. Das ganze Thema Exportkontrolle ist ein Thema, was man bei Druckmaschinen nicht so hat. Die sind eher unkritisch. Als Dual-Use-Produkt, als klassisches Dual-Use-Produkt ist natürlich eine Werkzeugmaschine ganz anderem Fokus, auch politisch in einem anderen Fokus. Aber es war nicht ein Aha-Effekt, sondern das war eigentlich was man vorher wusste. Und da ich vorher auch schon das Thema Additive betreut habe, auch da war das Thema Dual-Use schon ein Thema. Insofern habe ich da auch keinen Aha-Effekt gehabt. Es ist etwas, was jetzt mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es vorher der Fall war. Ja, verstehe. Gibt es denn momentan auch zum Beispiel sehr, sehr nachgefragte Services vom VDW, also Thema Marktdaten, Studien, Normung, bestimmte Themen, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit benötigen, auch von allen Mitgliedern des VDWs, wo sie sagen, oh ja, da merken wir jetzt gerade der absolute Fokus drauf, wo wir uns mit beschäftigen? Jetzt könnte ich viele Kollegen fragen und jeder Kollege wird mir sein Thema nennen, weil wir ja die Fachzuordnung über die Abteilung und über die Kollegen haben. Ich glaube, Marktzahlen sind immer relevante Dinge. In Zeiten wie diesen, wo die Marktlage eher angespannt ist, vielleicht noch mehr als sonst, dass die Unternehmen einfach schauen, wo tut sich schon was, an welchen Märkten passiert was, wo gibt es vielleicht erste positive Impulse, wo müssen wir hin, wo sind wir noch nicht. Normung und Standards ist immer ein Thema, auch in der Vergangenheit gewesen. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist es beim VDW so, dass wir es bisher immer noch schaffen, unsere Firmen davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass sie auch mitziehen. In anderen Branchen ist es manchmal nicht so ganz einfach. Insofern, Standards und Normung funktioniert gut. Was wir, und das unterscheidet uns, ist vielleicht ein Thema, was wir eher geschoben haben als die anderen. Wir haben uns mit dem Thema Carbon Footprint der Werkzeugmaschine beschäftigt, haben dort einen eigenen Standard entwickelt, gemeinsam mit einigen Unternehmen der Branche in einer kleinen Arbeitsgruppe. Und das relativ schnell zeitlich umgesetzt, zunächst in dem VDMA-Einheitsblatt, um dann jetzt auch in die Normung einzusteigen. Das ist was, da können wir, glaube ich, zufrieden sein mit dem, was wir als Verband geleistet haben. Und der Zuspruch der Unternehmen war eben auch da und die Mitarbeit, weil wir alleine mit unseren Kollegen können das nicht leisten. Wir können das nur leisten, weil die Unternehmen das entsprechend unterstützt haben und begleitet haben. Und das ist glaube ich, schon ein Thema, wo wir sehen, da gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, Anforderungen, Berichtspflichten. Das ist für die Unternehmen ein sensibles Thema. Es ist aufwendig, aber mit einem gemeinsamen, pragmatischen Ansatz kann man, glaube ich, einiges bewegen. Ja, also wir haben ja auch als, sagen wir mal, Voice of CNC auf den letzten Messen, wo wir unterwegs waren, wir haben viele Interviews geführt, mit vielen Unternehmen gesprochen und da war total klar zu erkennen, dass auch genau diese Fokusthemen, auch Carbon Footprint, Nachhaltigkeitsthemen, Automationslösungen, also extrem spannend, was da gerade passiert und wo da nach neuen Lösungen für die anstehenden Herausforderungen gerade gesucht wird und ich glaube, da einen starken Partner zu haben und wie Sie das jetzt sagen, da eine starke Zusammenarbeit untereinander da irgendwie funktioniert, dass das gerade, glaube ich, allen hilft, vor allem da das Schiff in die richtige Richtung zu steuern, glaube ich. Ne? Ja, es ist insofern ein schwieriges Thema. Ich glaube, wenn man jetzt mal einen Schritt zurücknimmt, erkennen wir alle irgendwie, Nachhaltigkeit ist für uns alle ein Thema. Ja. Wir haben einen Klimawandel, den man beim besten Willen nicht leugnen kann. Also es verändert sich irgendwas, was davon menschlicher Einfluss ist oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, grundsätzlich sind wir gut beraten mit Ressourcen, also Rohstoffen jeglicher Art und Energie ist eine Ressource,
sorgfältig umzugehen und uns wirklich Gedanken zu machen, wie nutzen wir das. Auf der anderen Seite, das muss man auch sehen, ist es ja erstmal nicht ein originäres Geschäftsmodell eines Maschinenbauers, das sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und wir sehen auch, dass der Kunde zwar die Informationen gerne hätte, aber dafür auch nichts bezahlen will. Auch verständlich. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Kompromiss findet, sagt, okay, wir sind bereit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sind auch bereit, Transparenz darzustellen. Auf der anderen Seite versuchen wir, das so einfach wie möglich für die Unternehmen zu machen, dass man sagt, wir haben Werte, die vergleichbar sind, die man relativ einfach ermitteln kann, weil man damit den Kosten und den Aufwand insgesamt relativ niedrig halten kann. Wenn man es andersrum macht, zu kompliziert, dann erzeugt man Riesenkosten. Am Ende, alle Kosten heißen auch immer irgendwo Energie, wird dafür eingesetzt. Ob es der Umwelt dann nutzt und ob es das weiterbringt, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ich glaube, diesen Kompromiss müssen wir bei allem sehen, dass wir immer sagen, Transparenz kann helfen, kann sinnvoll sein, aber wir müssen den Aufwand für die Unternehmen in einem Maß im Blick behalten, dass das Ganze für die handelbar ist, weil am Ende ist deren Geschäftsmodell, wir bauen Maschinen und verkaufen sie und deren Geschäftsmodell ist nichts anderes. Und wenn das andere zu viel wird, dann sind wir bei diesem Thema Regulierungswut und Regulierungswahnsinn, dann erstickt es am Ende die klassischen Aktivitäten eines Unternehmens und das ist sicherlich auch eine verbandliche Aufgabe da. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass durch genau diese Themen auch mehr Erwartungen an den VDW gestellt werden? Spüren Sie das oder ist es eher, dass der VDW das schon proaktiv erkannt hat und sagt, hey, wir sind da und unterstützen euch? Oder kommt schon auch sogar von den Verbandsmitgliedern genau diese Erwartungshaltung oder mehr Druck, was diese Themen angeht? Naja, der VDW ist in der Vergangenheit nicht so politisch unterwegs gewesen und viele Regularien sind eher beim VDMA angesiedelt, der sich um die übergeordneten Themen kümmert. Es ist aber grundsätzlich, glaube ich, schon so, dass die Erwartungshaltung der Unternehmen ist, man müsste da stärker was tun. Was aber in der Praxis natürlich auch für Verbände dann nicht so einfach ist. Ja, richtig. Weil ich glaube, das grundsätzliche Thema ist, dass der Mindset in der Politik sich ändern muss. Weil Unternehmertum heißt, ich brauche Freiheiten, die sogenannten unternehmerischen Freiheiten, Entscheidungen zu treffen, Unternehmen zu entwickeln. Und ich glaube, die Aufgabe der Politik sollte sein, möglichst vernünftige Leitplanken zu setzen und sagen, das ist sozusagen meine Spielfeldbegrenzung, aber das Spielfeld ist euers. Und ich habe inzwischen den Eindruck, das sind eher so ganz eng gesteckte Slalomstangen und ich habe keine Möglichkeit mehr links und rechts auszuweichen. Ja. Und das ist eine Frage, wie wir das der Politik beibringen können, dass es für Unternehmen und damit letztendlich auch für den Standort Deutschland und Europa wichtig ist, dass wir unternehmerische Freiheiten behalten. Weil das am Ende dazu führt, dass wir den Wohlstand auch in der Form, wie wir ihn haben, in Europa und in Deutschland halten können. Wir wollen ja auch hier vielleicht auch ein bisschen über Ausblicke und über ein paar positive, sagen wir mal, Marktveränderungen sprechen und vielleicht auch über ein paar Chancen tatsächlich. Also gerade Automobilbranche und war ja ist gerade ein Thema, was ich sehr viel mitbekommen habe. Und ja, wenn wir jetzt über Elektromobilität sprechen, und das Verbraucherinteresse, ob das was ist, steigt das, was bedeutet das für den Maschinenbau oder muss man dann doch auf andere dynamische Märkte vielleicht umsteigen? Also ob es mehr dann in Richtung Luftfahrt, Energie, Elektronik, Medizintechnik gehen sollte. Wäre so eine spannende Frage, die man sich mal stellen müsste, ob da wirklich eklatant sich was jetzt verzerrt oder verschiebt vielleicht in den nächsten Jahren. Ne? Also die Transformation der Automobilindustrie ist ja kein Thema, was erst im letzten Jahr hochgekommen ist, sondern das diskutieren wir ja schon viel länger. Und wir sehen auch seit geraumer Zeit, dass sich die Kundensegmente der Werkzeugmaschinenbauer stark verändern. Maschinenbau ist inzwischen mit Abstand der wichtigste Kundenmarkt. Das war viele Jahre die Automobilindustrie, ist es aber eben nicht mehr. Auch andere Märkte spielen eine Rolle, Luftfahrt, Medizintechnik, nur um Beispiele zu nennen. Ich glaube, auch da wieder, was man braucht, ist eine gewisse Planungssicherheit. Seitens der Unternehmen, seitens der Verbraucher. Nur dann kann ich am Ende irgendwie auch Märkte entwickeln als Unternehmen oder als Land. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren gerade in Deutschland erlebt haben, ist schon ein Beispiel dafür, dass es vielleicht gut gemeint, aber schlecht
zumindest mal schlecht kommuniziert war, in Teilen vielleicht auch nicht gut gemacht war. Ich habe gesagt, man braucht die Sicherheit in Investitionen. Auch der Privatmann braucht eine Sicherheit in Investitionen. Wenn er sich ein Auto kauft, will er irgendwie auch morgen noch glauben, dass man damit fahren kann. Da sind Dinge zusammengekommen, die nicht nur mit Elektromobilität haben. Das fing schon vorher an mit dem berühmten Dieselskandal, der da auch nicht wirklich hilfreich war. Und grundsätzlich habe ich immer noch die Frage, was ist eigentlich die Zukunft der Automobilindustrie, beziehungsweise viel spannender für mich die Frage, was ist die Zukunft der Mobilität und wie müsste Mobilität eigentlich morgen aussehen mit all den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit all der Bandbreite an Technologie. Und ich glaube, die Frage hat bisher keiner beantwortet. Die wäre aber aus meiner Sicht die entscheidende, weil daraus würden Technologien resultieren, wenn wir uns Gedanken machen, wie Mobilität aussieht. Und ich glaube, da ist im Moment so viel in Bewegung in Europa. In manchen Regionen geht es eher wieder rückwärts. Die Japaner haben einen völlig anderen Ansatz. Die bauen erstmal auf Hybrid als Zwischenlösung und sagen, wir schauen, ob dann eine Brennstoffzelle oder andere Technologien dann doch die richtige Lösung sind. Brasilien, also Südamerika, ist relativ stark mit Ethanol unterwegs. Insofern muss man, glaube ich, auf die einzelnen Märkte schauen. Amerika wird vielleicht doch noch mal für eine Zeit wieder Richtung Verbrenner gehen. Es bleibt spannend, wie da auch die Unternehmen sich darauf einstellen und wie die Unternehmen ihre Technologie anbieten auf den Märkten. Ich glaube, für die rein verbrennerorientiert, Motor, vielleicht noch Getriebe als Technologieanbieter unterwegs waren, für die wird es schwer sein, das zu halten. Und ich glaube, das hat jeder erkannt, dass er da sich anders platzieren muss. Die meisten haben das auch schon getan, haben sich alternative, weitere Standbeine hinzugenommen, mit der sie flexibel unterwegs sind. Was sind zum Beispiel Trends oder was sind Technologien, auf die wir uns stürzen können oder wo man halt mit planen kann? Also mir fällt da vor allem Additive Manufacturing ein, die additive Fertigung. Wo steckt da noch Hype drin und wo echte, sagen wir mal, industrielle Relevanz? Was würden Sie da sagen? Naja, ich glaube schon, dass die additive Fertigung ein weiteres Fertigungsverfahren ist, neben den klassischen spanenden Verfahren und den urformenden Verfahren. Ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass es die konventionellen Verfahren komplett ersetzt. Gerade im Metallbereich, für den wir natürlich in erster Linie sprechen, ist es auch noch so, dass ich auch nach dem Fertigen in additiver Bauweise ich immer noch eine Nachbehandlung brauche, eine Oberflächenbehandlung, Härten, Verfestigen, was auch immer. Insofern geht das eine nicht ohne das andere. Ich glaube, es wird ein Teilbereich sein, eine Nische sein, wie groß die auch immer sein mag in Zukunft. Es ist viel Hype dabei, es ist viel Wunschdenken dabei, bei dem, was man so hat. Auf der anderen Seite ist es eine Technologie, die Dinge ermöglicht, die man anders nicht realisieren kann. Und ich glaube, man ist gut beraten, sich auf die Bereiche zu fokussieren, wo man einen echten Mehrwert generieren kann und ein echtes Plus erreichen kann. Und nicht Dinge zu versuchen, also ein klassisches Bauteil jetzt einfach additiv zu fertigen, macht in der Regel keinen Sinn. Gerade wenn ich in die Volumenproduktion gehe, das schöne Beispiel war immer das Automobil in der Vergangenheit, da ist, keine Ahnung, in der 3., 4. Nachkomma-Cent-Stelle ist das auskalkuliert bis zum geht nicht mehr und da kann ich nicht wettbewerbsfähig additiv fertigen. Gehe ich in Anwendungen, auch ein schönes Beispiel, Formel 1 oder andere Dinge, wo ich Kleinserien habe, und eben ein Added Value reinbringen kann, irgendeine Funktionalität, irgendwas anders, was ich konstruktiv anders nicht kann, dann habe ich auf einmal einen Vorteil und dann ist man auch wettbewerbsfähig in der Lage, Dinge zu produzieren. Heißt im Wesentlichen, ich brauche für additive Fertigungstechnologien einen völlig anderen Ansatz. Ich muss die Dinge komplett reingenieren, ich muss sie komplett neu denken und ich muss wirklich mir die Anwendungsfelder raussuchen, wo es Sinn macht. Und dann bin ich eben nicht in der breiten Menge, sondern ich bin in sehr engen Kanälen, sehr, sehr fokussiert unterwegs. Und dann glaube ich, wird es eben eine Technologie sein, mit der man Dinge realisieren kann, die man anders nicht machen kann. Und das wird sich auf Dauer behaupten. Wie groß dann irgendwann das Marktpotenzial wird, kann ich nicht echt abschätzen. Aber wie gesagt, die klassischen Technologien werden bleiben. Und ich glaube, sie werden auch im Umsatzvolumen die großen Technologien bleiben. Weil additiv ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Das ist nicht Knopfdruck und alles ist fertig. Es sind viele einzelne Verfahrensschritte. Es ist eine andere. Ich muss komplett neu ingenieren, neu konstruieren. Und ich muss das Pulverhandling beherrschen. Das sind auch herausfordernde Bedingungen, mit denen ich dort agieren muss.
habe ich eine Nachbehandlung hinten raus, ich brauche eine Qualitätskontrolle. Also eine sehr komplexe Geschichte. Und das, was immer wieder so als Idee kommt, ich kann mal eben Ersatzteil damit drucken und machen und tun, so einfach ist es eben nicht. Es ist echter Maschinenbau, es ist echtes Engineering mit echten Kosten. Und wenn man das mal macht, dann ist man an der einen oder anderen Stelle auch ernüchtert, was das am Ende dann für Kosten für das Bauteil hervorruft. Aber wie gesagt, wenn man, keine Ahnung, jetzt bei den Ersatzteilen für ein altes Auto ein Getriebegehäuse nachfertigen muss, dann kann man das heute nicht mehr im Aluguss fertigen, dann kann man das aber additiv fertigen, na klar. Für Oldtimer-Fans zum Beispiel, ja. Ja, aber es zeigt so ein bisschen, wo die Besonderheiten liegen. Ja. Ne? Kein Mensch würde jetzt in der konventionellen Automobilfertigung ein Getriebehäuse additiv fertigen, aber für so eine Anwendung kann es Sinn machen, eben ein Teil zu fertigen. Das zeigt so ein bisschen, dass man doch in relativ eingeschränkten Umgebungen und in einer Nische technologisch unterwegs ist. Gibt es denn Technologien, wo Sie jetzt so aus dem Bauch heraus vermuten würden, ja, das ist so für die nächsten 3 Jahre extrem spielentscheidend, sich da vielleicht drauf zu stürzen, die weiterzuentwickeln, da wirklich reinzugehen? Also sagen, ja, das hat in meinen Augen, sagen wir mal, mit die höchste Relevanz, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Vielleicht? Ja, ich glaube schon, dass das Thema künstliche Intelligenz die Branche nochmal verändern wird. Wir haben in der Werkzeugmaschine sozusagen unendlich viele Sensoren verbaut. Nein, nicht unendlich viele, aber sehr viele. Sehr viele, Wir haben extrem viele Daten zur Verfügung, die man so gar nicht verarbeiten kann, die man auch heute zum Teil aufgrund der veränderten technologischen Möglichkeiten in Echtzeit einsetzen kann, um zu Steuern zu machen. Und ich glaube, dass KI da nochmal neue Optionen bietet. Und die Hersteller sind an diesem Thema dran, weil es eine völlig faszinierende Technologie ist. Wir sehen das ja nur so im sprachlichen Bereich mit ChatGPT oder jetzt DeepSeek aus China. Es wird beim Programmieren von Maschinen eine Rolle spielen, beim Programmeschreiben eine Rolle spielen. Und ich bin mir sicher, es wird auch in die Fertigung einziehen. In welchen Bereichen und was das bedeutet, wage ich überhaupt noch nicht abzusehen. Ich glaube, dass grundsätzlich der Trend zu mehr Automatisierung gehen wird, dass grundsätzlich die Maschinen mit weniger Personal auskommen werden. Man wird, weil das eine Frage auch von Effizienz, von Nachhaltigkeit ist, man wird zu 24/7 kommen. Gleichzeitig werden eher die Volumina der Serie kleiner werden. Das heißt, ich brauche eine Maschine, die flexibel vernetzt ist, die durchaus in der Lage ist, automatisiert nach Code, wenn das neue Bauteil eingelesen wird, das entsprechende Programm aufzurufen. Und da wird sowas wie künstliche Intelligenz nochmal ganz neue Möglichkeiten bieten. Aber ich kann beim besten Willen nicht abschätzen, was das heißt in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wo wir dann stehen. Ich glaube nur, das ist etwas, wo ich sage, das kann echter Gamechanger sein für die Industrie. Und ich glaube, dass die Produktion, wie wir sie kennen, in 10 Jahren, 15 Jahren anders aussieht. Ist für mich am ehesten vergleichbar mit vielleicht der Geschichte, als die CNC-Technik kam, wo man auf einmal, und wir sehen ja, was heute damit geht, wo man auf einmal anfing sozusagen mit, ich kann irgendwas programmieren und die Maschine kann alleine und ich muss nicht mehr von Hand einstellen. Und so wird das, glaube ich, auch die Produktionsprozesse verändern. Ja, vor allem, wenn man sieht, was in den letzten Jahren technologisch, es wird ja immer, die Abstände werden ja auch immer kürzer, in denen sich Sachen verändern. Ne? Also, kommt uns zumindest so vor. Ja. Also wenn man überlegt, ich bin ja auch jetzt noch nicht uralt, aber ich kann mich auch noch erinnern, wo ich noch so einen richtigen Klotz als Handy hatte und jetzt auf einmal tragen wir alle einen kleinen Laptop in der Tasche rum und als ich mir jetzt auch auf den letzten Messen wirklich, was jetzt Sensorik angeht oder Messtechnik angeguckt habe und wirklich auch präventives Arbeiten, um auch Verschleiß der Maschine irgendwie präventiv entgegenzuwirken, unbemanntes Arbeiten mit Robotik und Automatisierungslösungen, modularen Systemen und dass wirklich der Trend ziemlich deutlich wird, dass die Leute die Herausforderungen, sagen wir mal, von Fachkräftemangel da versuchen irgendwie entgegenzuwirken. Es gibt total spannende Anwendungsfälle, wo man dann sieht, gerade jetzt so im Hochleistungsbereich wie Formel 1 oder andere, wo man sieht, wo selbst bei relativ geringen Auflagen, also Volumina 1, 2, 3, man mit Automatisierung arbeitet, mit Roboterlösungen, wo man auch durchaus mit Simulation im Vorfeld schon gute Ergebnisse erzielt. Und was sich da verändert und wenn man das nochmal potenziert mit künstlicher Intelligenz, was man dann noch, wie man Prozesse noch weiter verändern kann, das ist schon
schon extrem spannend und die Optionen sind, glaube ich, schon atemberaubend für das, was das für die Industrie, für die Produktion bedeuten kann. Und ich glaube, wir werden in Zukunft eher Werkhallen sehen, wo weniger Leute unterwegs sind, die aber quasi kontinuierlich produzieren. Ich würde gern nochmal vor allem das Fokusthema Messe ein bisschen mit Ihnen besprechen und ansprechen. Vor allem, weil die EMO 25 Jubiläumsjahr vor der Tür steht und auch ich da viel Feedback bekommen habe, trotz allen Negativschlagzeilen oder Befürchtungen und Zurückhaltung von manchen Unternehmen, habe ich von vielen gespiegelt bekommen, auch wir wollen wieder Innovationen mit auf die EMO mitnehmen und auch neue Trends setzen. Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, da dürfen wir uns auch drauf freuen, das haben wir auch gespiegelt bekommen, wird es Besonderheiten auf der EMO geben, wird es wieder bestimmte Gemeinschaftsstände oder Bereiche geben, auf die sich Besucher, aber auch Wettbewerber auf jeden Fall freuen können, wenn sie auf der EMO sind? Ja, also wir könnten jetzt bestimmt 60 Minuten über das Thema EMO reden. Es ist klar für den VDW immer ein Highlight in dem Jahr, wo eine EMO stattfindet. Insofern auch dieses Jahr mit dem besonderen Hintergrund 50 Jahre EMO. Die erste war 75 in Paris noch. Also schon wirklich besonderes Ereignis, lange Historie. Es ist viel passiert und das werden wir natürlich auch entsprechend feiern. Welche Themen sind wichtig? Ja, ich glaube, wir haben das ja dieses Jahr Fokusthemen genannt. Ich glaube, es sind am Ende die Themen Digitalisierung, einschließlich künstlicher Intelligenz, würde ich mal dazu packen. Einfach ein Thema, was in den letzten Jahren schon ein wichtiges Thema war, was auch zunehmend wichtiger oder wichtig bleiben wird, weil wir einfach sehen, dass die Digitalisierung bestimmte Dinge ermöglicht, die wir sonst nicht ermöglichen. Einbindung der Maschine in den Workflow einer Fabrik, Kommunikation in beide Richtungen, vertikal und horizontal. Also ein wichtiges Thema in Kombination mit der Automatisierung, also so wie wir Automatisierung leben, sowohl außerhalb der Maschine, beladen, entladen, innerhalb der Maschine, Werkstückwechsel, Werkzeugwechsel. Dafür braucht man auch Digitalisierung. Und beides ist auch so ein bisschen ganz eng in Verbindung zu sehen als Enabler für Nachhaltigkeit, weil natürlich über die Effizienz der Maschine, über einen Dauerbetrieb man eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen wird. Und ich glaube, man kann die so schön als Dreieck aufzeichnen. Und ich habe immer gesagt, das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen das Dreieck, was Advanced Manufacturing ausmacht. Das ist ja auch das, was Europa sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen also auf der einen Seite nachhaltige Produktion, die aber gleichzeitig digitalisiert ist und andere Optionen bietet. Und ich glaube eben, dass die EMO die ideale Plattform ist, um das nochmal zu erleben, was die Werkzeugmaschinenindustrie ermöglicht, was sie an Potenzial bietet, was sie an technologischen Entwicklungen leistet, weil die Werkzeugmaschine letztendlich ja das Rückgrat, der Ursprung aller Produktionstechnologie ist, die wir haben. Und ich glaube eben, Produktionstechnologie sollte viel mehr als in der Vergangenheit auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden als eine ganz wichtige Technologie, weil nur wenn wir Industrie haben, wenn wir Produktion haben, können wir den Lebensstandard, den wir in Deutschland, Europa gewohnt sind, halten. Und ich glaube, es ist eine Branche, eine Industrie, die ganz vielen Menschen Lohn und Brot gibt und Auskommen garantiert. Und insofern ist es ein wichtiges Thema. Und die Messe ist eigentlich das, was diese Möglichkeiten transportiert. Ja, vor allem, wenn man merkt, dass jetzt auch globale Tech-Themen oder globale Wirtschaftsthemen die ganze Branche mit beeinflussen, haben Sie dann das Gefühl, dass, wenn man jetzt vor allem über künstliche Intelligenz spricht, also auch die Ausstellerausrichtung sich dem unterordnet und anpasst und sagt, hey, wir müssen in dem Wettrennen irgendwie in Erscheinung treten und besser werden, also dass das so einen großen Einfluss hatte, oder sind wir hier immer noch, sagen wir mal, der First Mover mit unseren Produkten? Naja, die Unternehmen sind da schon auch sehr zurückhaltend. Also sie spielen alle mit dem Thema. Sie untersuchen alle, wo es geht, wo es einsetzbar ist in verschiedenen Bereichen. Sie nutzen das zum Teil schon in ihren eigenen Häusern. Aber ich glaube, bis man wirklich in die Phase kommt, wo das die Produktion verändert, das wird noch dauern. Wir sind erst ganz am Anfang. Und
die Geschwindigkeit, wie sich die Anwendung entwickelt, wenn ich mir nur mal so die Historie jetzt mit den Sprachprogrammen JetGPT anschaue, wie hat sich das eigentlich entwickelt, dann ist das eine exponentielle Entwicklung. Und das heißt, man hat eine relativ lange Rampe, wo wenig passiert und dann irgendwann geht es in die steile Phase über. Und ich glaube, das werden wir im industriellen Bereich auch sehen. Also man wird eine relativ lange Anlaufphase, und da ist man eigentlich drin, sehen, und dann irgendwann wird es einen Punkt geben, wo das Ganze sozusagen in die Entwicklung nach oben geht und dann wirklich dramatische Veränderungen mit sich bringt. Insofern ist es wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt. Die andere Frage ist ja, was kann ich auf der Messe zu dem Thema sehen? Das ist, glaube ich, eine gute Frage, und da hängen wir auch noch ein bisschen. Wir werden das Thema sicherlich dort platzieren. Wir werden auch Dinge dazu zeigen. Inwieweit das die Aussteller jeweils auf ihrem Stand machen, kann ich nicht abschließend bewerten und beurteilen. Das müssen wir einfach abwarten, müssen wir gespannt sein. Am besten alle hinkommen nach Hannover, angucken und sehen, was da ist. Wir werden es auf jeden Fall auf einer Plattform, auf einer Bühne, nämlich zu dem ganzen Thema Digitalisierung, vielleicht auch im Zusammenhang mit Umati, mit der Vernetzung der einzelnen Maschinen, werden wir das Thema dort platzieren. Und wir wissen, dass die Hochschulen sich zu dem Thema künstliche Intelligenz und Werkzeugmaschine und Industrie schon Gedanken gemacht haben. Und das werden wir versuchen, dort entsprechend zu platzieren und zu kommunizieren. Was bis dahin in den Unternehmen passiert, wie gesagt, hinkommen und selbst erfahren. Und sich ein bisschen überraschen lassen. Ne? Ja, also alle bringen spannende Themen und Innovationen mit auf die EMO, aber klar, das kann man alles nicht genau absehen, liegt alles in den Händen der Aussteller und deswegen wird es, glaube ich, ganz spannend und am Ende erst, sagen wir mal, veröffentlicht, wenn man auch da ist, wenn es dann soweit ist im September. Und sind wir denn auf einem guten Kurs, Jubiläumsjahr mit unseren Anmeldungen? Na gut, eine EMO ist ja immer ein Spiegel der Branche und ein Spiegel der momentanen Situation, die man hat. Die wirtschaftliche Situation ist im Moment nicht so ganz einfach. Das Hauptproblem, was wir haben, ist aus meiner Sicht die Unsicherheit, nämlich die Unsicherheit dessen, was morgen kommt und welchen Weg die wirtschaftliche Entwicklung nehmen wird. Grundsätzlich habe ich im Moment schon so an der einen oder anderen Stelle das Gefühl im Gespräch mit Unternehmen, dass so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Optimismus ist zurück, aber so die Erwartung, es könnte sich jetzt mal irgendwie was tun, ist so ein bisschen da. Aber es wird auch nicht sozusagen jetzt in einen steilen Aufstieg wieder gehen, sondern es wird, glaube ich, auch langsam beginnen. Ich glaube, wir haben so einen gewissen Bodensatz erreicht und ich sehe und glaube, dass wir in 25 wieder in den langsamen Aufschwung zurückkommen. Wie dynamisch der dann ausfallen wird und wie lang, und das hängt natürlich von Fragen ab, die wir alle nicht beantworten können, hängt von internationalen Märkten ab, wie entwickelt sich China, auch da gibt es Überlegungen, Investitionen zu pushen. Im Moment verspricht man sich natürlich auch was, dass man die Europäer doch vielleicht wieder enger anbinden kann an China, zumindest sind die Bemühungen und das Umgarnen der Chinesen ist deutlich zu spüren. Amerika, ich kann es nicht abschätzen, ob es da eine Entwicklung gibt oder ob die Unsicherheit bleibt. Also sind ein paar Fragen, die schon eine Rolle spielen. Unser Forecast sagt, es wird in 25 beginnen, besser zu werden, in 26 deutlich an Fahrt zunehmen im internationalen Bereich. Wir müssen es abwarten. Wichtig ist, glaube ich, dass der deutsche Markt wieder das, was er viele Jahre war, so eine Vorbildfunktion für Europa hat und nicht sozusagen der ist, der hinterherhinkt, weil die Unsicherheit in Deutschland oder sagen wir die Verunsicherung in Deutschland ist viel größer als in den anderen europäischen Ländern. Und ich würde mir wünschen, dass wir da zumindest auf ein Niveau kommen oder vielleicht auch wieder in die Vorreiterrolle, die wir mal hatten, weil ich glaube, dass eben die größte Volkswirtschaft, auch für uns der wichtigste Markt in Europa wieder mehr an Dynamik gewinnt und dann sind wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Viele Unwägbarkeiten, aber eigentlich ein positives Mindset, wenn wir sagen, es kann jetzt nur noch bergauf gehen und mit gemeinsamen Kräften können wir das auch ein bisschen schaffen. Das klingt ja schon fatalistisch, wenn ich sage, es kann nur bergauf gehen. Nein, ich glaube eben, die Vorzeichen sind da und so ein bisschen haben wir das ja auch in der Hand, wir als Veranstalter einer Messe so ein bisschen Optimismus nach draußen zu tragen. Ja. Ich glaube, man kann keinen überreden und überzeugen, auf eine Messe zu kommen, wenn man sagt, oh Gott, ist alles so schrecklich und es ist Drama, sondern ich glaube, man muss wirklich mit Optimismus, mit Themen
Und die haben wir, man muss mit Ausstellern, die haben wir auch, nach draußen gehen und sagen, kommt, es wird wieder investiert werden. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, es passt, glaube ich, ganz gut zusammen mit dem wirtschaftlichen Wiederaufstieg oder Wiederanstieg, dass die Wirtschaft sich wieder besser entwickelt und dem Septemberdatum. Ich bin froh, dass die Wahlen schon jetzt im Frühjahr waren und nicht erst nach der EMO, was ursprünglich mal geplant war, weil ich glaube, dann wäre die Hängepartie noch größer gewesen. Haben sich so ein paar Fragezeichen geklärt. Und ich glaube, wir haben spannende Themen. Ich habe jetzt bei der einen oder anderen Veranstaltung gesehen, dass die Leute durchaus bereit sind, irgendwo hinzufahren, sich Dinge anzuschauen. Und ich sehe die Notwendigkeit, auch die grundsätzliche Bereitschaft, in Deutschland wieder zu investieren. Eben wenn ein paar Fragen beantwortet sind und hoffe, dass auch die Politik jetzt ihren Teil dazu beiträgt. Und dann sind wir eigentlich gut vorbereitet, um eine wirklich schöne Veranstaltung in Hannover zu haben, mit dem Hintergrund 50 Jahre EMO. Und ja, sind wirklich optimistisch, dass wir den Besuchern, die hoffentlich zahlreich kommen, dort ein spannendes Programm zeigen können. Ja, und als Grundvoraussetzung erstmal die Offenheit zu haben, wieder sich den Themen zu widmen, sich zu öffnen, Investitionsbereitschaft zu zeigen, vor allem, weil ich glaube, dass, wie Sie das eben schon angedeutet haben, erstmal so ein psychologischer Knoten platzen muss. Ne? Also oft ist es manchmal eine gefühlte Wahrheit, womit ich das nicht relativieren möchte, sondern vielmehr, dass einen die Emotion oder die Angst durch Unsicherheiten einen mehr lähmt als die tatsächliche, sagen wir mal, wirtschaftliche Lage jedes Einzelnen. Und wenn man dann wieder es schafft, ein bisschen mit so einer Messe, wie die EMO sie ist, mit so viel Relevanz wieder Positivität zu fördern und auch eine neue Perspektive zu bilden, hey, es geht weiter und wir halten zusammen und es gibt die Möglichkeit, wieder neue Märkte zu erschließen und weiterzumachen, dass das, glaube ich, auch dann ein Effekt ist, ein Multiplikatoreffekt, der sich dann wieder gegenseitig bedingt und sagt, ja, jetzt geht es wirklich bergauf und auch spürbar bergauf, ne? Ja, und man muss ja auch sehen, alle Aussteller, die da hinkommen, gehen ja auch dieses Commitment ein, dass sie sagen, wir nehmen Geld in die Hand, wir investieren in eine Messe, weil wir glauben, es wird wieder besser und der Aufschwung kommt und wir werden wieder Geschäft generieren. Insofern sind, glaube ich, auch die Besucher gut beraten, sich dahin zu begeben und sich das anzuschauen und ihren Teil dazu beizutragen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir eben auch in Deutschland nicht so schlecht sind, wie wir uns manchmal selber machen oder wie wir geredet werden, sondern wir sind nach wie vor eines der großen Industrieländer, obwohl wir eigentlich ein relativ kleines Land sind mit wenig Einwohnern. Wir sind nach wie vor in der Produktion ganz weit vorne. Wir sind technologisch gut. Wir müssen uns auch nicht verstecken. Wir müssen unsere Probleme lösen, die wir haben. Wir müssen in Infrastruktur investieren. Wir müssen das Thema Bildung weiterschieben. Das ist ein wichtiges Thema. Wir haben einen demografischen Wandel. Das heißt, wir brauchen qualifizierte junge Leute auf allen Ebenen in der Produktion, im Engineering. Wir haben aber ein Bildungssystem, für das wir uns auch nicht schämen müssen, wo wir uns nicht verstecken müssen. Auch da brauchen wir Investitionen, das ist auch unstrittig. Aber ich glaube, wir brauchen so ein bisschen auch wieder Selbstbewusstsein und Optimismus und Zuversicht. Und dann können wir auch in Deutschland einiges wieder bewegen. Ja, also vor allem, wenn Sie jetzt nochmal sagen, in Bildung investieren und vor allem in unseren Nachwuchs investieren, würde ich da gerne nochmal kurz einhaken, so einen kleinen Ausblick auf Fachkräfte und Bildung nochmal wirklich eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Wir hatten einmal bei den Herausforderungen schon über Fachkräftemangel gesprochen, aber wenn wir schon ganz am Anfang mal einsetzen, wenn ich mal so ganz provokativ fragen würde, wie würden wir es denn schaffen, den Maschinenbau wieder so sexy zu machen, dass der Nachwuchs da auch richtig, richtig Bock drauf hat? Geht das nur über Innovation? Müssten wir andere Konzepte? Brauchen wir viel frischere Ideen? Müsste man das ganz neu denken oder liegt die Problematik an der jungen Generation? Erstmal ist die junge Generation, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie wir es oft sagen. Ich habe selber 4 Kinder, insofern weiß ich, was sie können und auch nicht können. Ich glaube, sie sind auch das, was sie sind, durch unseren Beitrag. Also insofern müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Es hat natürlich einen Wandel gegeben mit dem, wie man bestimmte Dinge, wie man bestimmte Industrien oder bestimmte Arbeiten sieht und bewertet. Klar, jeder möchte gerne irgendwie am Computer arbeiten und das machen. Wichtig ist, glaube ich, dass junge Leute erstmal das machen, wozu sie Spaß oder woran sie Spaß haben, wozu sie Lust haben. Das ist immer eine gute Basis.
Und ich kann jedem nur sagen, technische Ausbildung ist etwas, und egal auf welcher Ebene, ob ich in der Produktion arbeite oder ob ich im Büro sitze und ingeniere, also als Ingenieur, als Teamleiter, was auch immer, es ist immer eine Teamaufgabe. Und das ist was ich glaube, was Ingenieur oder technisches Arbeiten so interessant macht, dass man erstens Dinge verändern kann. Und das sehe ich so, das war für mich als junger Mensch wichtig. Ich wollte nicht das machen, was Generationen schon in die gleiche Art und Weise gemacht haben, sondern ich wollte Dinge verändern, aktiv vorantreiben. Das kann man in technischen Bereichen. Man kann Dinge verändern, man baut Dinge, die Basis für viele andere sind und damit hat man auch Einfluss, eigene Ideen einzubringen und zu machen. Und es ist immer eine Teamaufgabe. Das ist auch das, was mich immer gereizt hat. Ich habe gerne im Team Handball gespielt, Fußball gespielt. Ich war immer ein Mannschaftsspieler. Ich glaube eben, dass wenn man Dinge gemeinsam erreicht, die es viel befriedigender ist, als wenn man irgendwas alleine vor sich hinwurstelt. Das hat sich ein bisschen natürlich mit dem, was wir mit Covid erlebt haben und anderen Sachen ein bisschen verändert, weil natürlich junge Leute über eine gewisse Zeit nur zu Hause sitzen durften und am Rechner arbeiten mussten. Schule hat nur am Rechner stattgefunden. Da hat sich was verändert und grundsätzlich glaube ich aber, es ist eine menschliche Eigenart, sozusagen interaktiv miteinander Dinge zu machen. Und der Mensch ist ja nicht zuletzt deshalb kommunikativ, weil er miteinander interagieren möchte. Und ich glaube, das ist was wir viel stärker als andere Berufszweige bilden können. Wir haben diesen demografischen Wandel, den können wir jetzt auch so nicht verändern. Ich habe eben schon mal so ein bisschen gesagt, wir sehen mit Automatisierung, die Produktion wird sich verändern, die wird weitgehend mannlos laufen in Zukunft oder mit deutlich weniger Personal. Insofern werden wir da auch weniger Bedarf haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir Leute, die die Prozesse verstehen, die Technologie verstehen, die Dinge weiterentwickeln können. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Begeisterung für unseren Beruf mehr nach außen tragen, die wir haben. Und ich glaube, man muss auch den jungen Leuten zuhören, aber ihnen auch klare Grenzen setzen. Das hat der ein oder andere vielleicht in seiner Kindheit noch nicht erfahren, aber ich sehe das ja in all den Gesprächen, die ich habe. Es gibt halt bestimmte Dinge, wo man dann Bewerbern auf einen Platz im Team auch mal sagen muss, an der Stelle, nee, das mache ich nicht mit. Also gibt es auch eine Spielregel, da gibt es eine Grenze und entweder bist du drin oder draußen. Wir haben das alles in der Hand, wenn wir Leute einstellen, auch bestimmte Grenzen zu ziehen. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir das tun. Und ich glaube, junge Menschen haben damit grundsätzlich kein Problem, wenn sie klare Grenzen aufgezeigt bekommen. Was sie wollen, und das ist ein Anspruch, den ich auch mal hatte, als ich jung war, sie wollen gehört werden und ernst genommen werden. Und ich glaube, aus dieser Mischung, junge Menschen mit ihren durchaus konträren Ideen, die wir damals auch hatten, und Ältere mit der Erfahrung und vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Ruhe, ich glaube, diese Kombination macht's und macht uns am Ende vielleicht erfolgreicher, wenn wir aufeinander hören und aufeinander zugehen und miteinander reden. Und ich glaube, nichts anderes wollen am Ende junge Leute heute, wie wir damals auch. Sie wollen gehört werden, sie wollen auf Augenhöhe wahrgenommen werden und nicht von oben herab gesagt bekommen, ihr seid jung und wir sind alt, ihr macht, was wir sagen, sondern sie haben ihr neues Wissen, sie haben die andere Perspektive und aus beidem, wenn man das zusammenführt, kann eigentlich was Vernünftiges werden. Ja, also eine respektvolle Symbiose für eine sagen wir mal, gute Zukunft. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja. Wir sind tatsächlich schon langsam am Ende unseres Gespräches und möchte ganz zum Schluss nochmal eine kleine Community-Rubrik aufmachen, denn wir haben stellen, um nochmal ein bisschen auch was Persönliches reinzubringen, ein kleines CNC-Kochbuch zusammen und wollte deswegen mal fragen, wenn Sie jetzt so in Mittagspause gehen, was essen Sie gerne? Was gibt es in der Mittagspause? Alles oder eher so was Regionales? Fast alles. Fast alles? Fast alles, ja. Ich esse gerne deutsche Kost, ich esse auch gerne mal einen Salat, was ich heute getan habe. Ja, mediterran, durchaus Fisch, Fleisch. Ich esse auch gerne mal eine Currywurst mit Pommes. Aha. Oder einen Döner. Also
Also kulinarisch sehr vielseitig. Keine Einschränkung. Wenn man so viel unterwegs ist, auch international wie ich, dann kann man auch in dem einen oder anderen Land mal Dinge probieren, die es in Deutschland noch nicht gibt. Ja, stimmt. Kann auch sehr spannend sein, muss nicht immer so sein. Ich habe auch schon Sachen gegessen, die ich nicht unbedingt noch mal essen möchte, aber auch viele wirklich tolle, leckere Sachen schon zu mir genommen. Insofern bin ich nicht wirklich auf irgendwas fokussiert. Gab es denn mal was richtig Skurriles? Also vielleicht mal im asiatischen Raum mal was Verrücktes probiert? Insekten, Maden, gegrillte und all solche Sachen gegessen, ja. Dann packen wir vielleicht so einen schönen Insektenspieß auf das CNC-Kochbuch von Dr. Das kann dann mein Kollege zu sich nehmen. Ich verzichte gerne, ja. Sehr, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für das gemeinsame Gespräch, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und hoffe sehr, dass wir uns spätestens im Herbst auf der EMO wiedersehen. Und dann mit ganz vielen positiven Zahlen, mit neuen Eindrücken, dass sich unsere Prognosen auf jeden Fall ins Positive bewahrheiten und wünsche ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß und vielen, vielen Dank. Ja, danke von meiner Seite und wir sehen uns, wie schon gesagt, spätestens in Hannover. Vielen Dank. Danke.